Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und in diesem Video möchte ich dir 3 Nähideen mit diesen Schablonen zeigen. Da haben wir einmal den süßen Osterhasen und das Osterei. Das Osterei ist hier in verschiedenen Größen drauf. Das kannst du einfach mehrfach ausdrücken, je nachdem, welche Größe du ausschneiden möchtest. Der Osterhase ist nur in einer Größe drauf. Aber da kannst du durch die Druckereinstellung verschiedene Größen ausdrucken. Hier einmal 80% und das sind 70%. Die beiden Schablonen sind in einem Paket und das kannst du dir kostenlos in meinem Shop als PDF herunterladen. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes brauche ich den Hasen, den ich mit 80% ausgedruckt habe. Mit diesem möchte ich so einen süßen Hasenbeutel nähen. Der Beutel ist 18 cm breit und 23 cm hoch. Und ein paar Süßigkeiten hinein und schon hat man eine schöne Geschenkidee für Ostern. Für den Beutel brauchst du 2 Stoffstreifen, die 20 cm breit sind und 50 cm hoch. Und dann noch 2 mal Kordel, 50 cm lang und ein paar Stoffreste, wie du hier links unter dem Hasen siehst. Mein Stoff ist durchgefärbt, das heißt, es gibt keine rechte oder linke Seite. Ich sage das jetzt immer an. Also du legst den Stoff erstmal so vor dich hin, links auf links. Und dann streichst du unten über die Kante, die der Boden ist, um das zu markieren. Einmal so lang streichen mit den Fingern, das reicht. Nun kommt die Markierung für den Tunnelzug. Dafür machst du an dem einen Beutel einmal rechts und links 3 cm unterhalb der Kante einen Schnitt in den Stoff und dann nochmal 2 cm darunter. Genauso auf der anderen Seite. Das ist also der Außenbeutel und hier an dem Futterbeutel markierst du eine Wendeöffnung an einer Seite von 5 cm. Den Futterbeutel dann erstmal zur Seite legen und an dem Außenbeutel so der Länge nach die Mitte markieren. Dann den Stoff auseinanderfalten und ich lege mir hier zur Orientierung das Lineal oben hin. Bis dahin geht ja der Tunnelzug, dass der Hase nicht zu weit nach oben kommt. Jetzt markiere ich an dem Trägerstoff erstmal die Mitte und lege nun die beiden Mitten aufeinander. Also der Stoff kann ruhig bis an das Lineal heranreichen, weil der Hase etwas weiter unten aufgelegt wird. Und die beiden Stoffe liegen rechts auf rechts. Nun legst du den Hasen mittig auf den Stoff und achte darauf, dass nach oben und unten noch so mindestens 2 cm Platz sind. Dann zeichnest du die Umrisse auf den Stoff. Mein Stift hat leider keine Mine mehr. Schade, dass der nicht selbst die Minen nachbestellt. Aber ich habe ja zum Glück noch einen anderen Kreidestift und dann zeichne ich einmal rings um den Hasen herum die Umrisse auf den Stoff. Wenn die Umrisse dann gut auf dem Stoff zu sehen sind, dann wird einmal entlang der Linie genäht. Am besten unten an der großen Rundung starten und die Nadel in den Stoff stecken. Und dann entlang der Rundung nähen. Wenn sich der Stoff so ein bisschen wellt, dann immer den Nähfuß etwas hochheben und das Ganze drehen. Das dauert so seine Zeit, aber es lohnt sich. Und hier ganz genau bis in die Ecken nähen,
damit man das nachher auch gut sieht, wenn man die Schablone dann ausschneidet und später ausformt. Ich kann hier nicht so richtig gut auf die Linien gucken, weil ja zwischen mir und der Nähmaschine auch noch eine Kamera mitguckt. Aber ich denke, ich kriege das auch ganz gut hin und ohne die Kamera geht das auch noch viel schneller. Wenn man dann wieder unten angekommen ist, ein bisschen über den Anfang hinweg nähen und verriegeln. Ich hatte natürlich, wie man das so macht, ein farblich passendes Garn genommen und dann ist mir aufgefallen, dass man überhaupt nichts erkennen kann und jetzt habe ich das mit Weiß nochmal nachgenäht und so sieht das jetzt aus. Jetzt wird das Innere herausgeschnitten. Ich fange damit an, erstmal bis in die Ohren hineinzuschneiden, genau bis in die Spitze, wirklich bis kurz vor die Naht, aber natürlich nicht in die Naht. Und dann schneide ich am Rand entlang, dass ein paar Millimeter stehen bleiben. Und an allen so nach innen zeigenden Spitzen wird der Stoff bis an die Naht weggeschnitten. Und dann schneidet man noch an allen Rundungen, so circa alle 2 cm, einen kleinen Schnitt bis kurz vor die Naht. Jetzt muss also der Stoff auf die andere Seite. Da beginnt man halt hier diese Spitzen erstmal mit einem Gegenstand nach außen zu schieben. Der Gegenstand sollte nicht zu spitz sein, aber dünn muss er schon sein. Und ganz vorsichtig drückt man jetzt den Stoff nach außen, damit man nicht durch die Naht sticht. Dann hier auch die kleinen, bei denen ist das etwas einfacher, die hier so an der Seite sind und die Rundung abschließen. Wenn die dann so nach außen gedrückt sind, dann legt man den Stoff auf die andere Seite von dem Taschenstoff. Am besten legt man sich unten erstmal die große Rundung so zurecht und fängt dort schon mal an, das zu bügeln. Auch jetzt kann man natürlich noch immer, wenn man denkt, hier diese Ecke könnte noch ein bisschen weiter nach außen geformt werden, nochmal nachdrücken. Und dann kann man den Hasen schon gut erkennen. Und jetzt geht's weiter mit Nähen. Nun kommt also dieses Stück Stoff hinter den Ausschnitt. Da kann man noch mal die Reste seiner Lieblingsstoffe verwenden. Der Stoff wird nun mit ein paar Nadeln hinter dem Ausschnitt festgesteckt und anschließend wird knappkantig einmal um den Hasen herum genäht. Nun kannst du den überstehenden Stoff zurückschneiden und dann wird der Beutel rechts auf rechts gelegt.
Dort sind ja die Markierungen für den Tunnelzug und da stecke ich rechts und links 2 Nadeln hin. Den unteren Teil noch mit Klammern aufeinander klammern und dann am Futterbeutel am oberen Rand 0,5 cm abschneiden. Der Beutel liegt auch rechts auf rechts. Dann die Wendeöffnung markieren mit Nadeln wie eben und die andere Seite aufeinander klammern. Und dann oberhalb und unterhalb der Nadeln nähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm und die Nähte gut verriegeln, vor allen Dingen an den Öffnungen. Nun die Nahtzugaben an allen 4 Nähten auseinanderbügeln. Als nächstes kannst du den Außenbeutel wenden, sodass die rechte Seite außen ist. Dann steckst du ihn in die Futtertasche. Die Seitennähte treffen aufeinander, die klammert man am besten als erstes fest und dann kann man an der restlichen Kante noch ein paar Klammern verteilen. Dann werden die beiden Beutel aufeinander genäht. Hier an der oberen Kante zusammennähen. Dafür kannst du den Beutel am besten so über diesen Nähtisch schieben und dann mit 1 cm Nahtzugabe einmal rundherum nähen und am Ende etwas über den Anfang der Naht hinweg und verriegeln. Durch die Wendeöffnung nun das Ganze auf rechts wenden. Und dann kannst du schon mal die Wendeöffnung zustecken und anschließend knappkantig zunähen. Wenn die Wendeöffnung geschlossen ist, den Beutel schon mal so drüber bügeln und dann beide ineinander stecken und über die Kante bügeln. Dann wird der Tunnel genäht. Dafür näht man parallel zum oberen Rand oberhalb der Öffnung die erste Naht, einmal rundherum und dann am unteren Teil der Öffnung. Da kann man parallel zur ersten Naht nähen. Jetzt fehlen nur noch die Bänder. Da kann man hier so eine Kordel nehmen. Meine hat einen Durchmesser von 3 mm oder natürlich auch Satinband oder irgendwas anderes. Einmal von rechts und einmal von links wird das jetzt durch den Tunnel gefädelt. Dann die Enden verknoten, vielleicht noch Überstehendes abschneiden und fertig ist es. Weiter geht's mit dem nächsten Projekt. Jetzt möchte ich gerne einen Mugruk nähen, also einen Tassenuntersitzer. Und dafür schneide ich hier so, das ist Thermolan oder man kann auch S13 nehmen, also so ein Volumenvlies zu. Auf das will ich gleich Stoffreste aufnähen. Das ist also wieder ein schönes Stoffreste-Projekt. Das Thermolan sollte an jeder Seite so circa 2 cm größer sein als das Ei. Und dann schneide ich für die Unterseite noch ein Stück Stoff zu. Da habe ich hier einen einfachen Baumwollstoff genommen. Nun suche ich mir ein paar Stoffreste zusammen, die ruhig unterschiedlich breit sein können.
Wenn ich mich dann für die verschiedenen Stoffe entschieden habe, dann lege ich das nochmal zur Seite und beginne mit dem ersten Stück. Das wird also mit der linken Seite nach unten auf das Vlies aufgenäht. Die erste Naht ist bei 1 cm und dann wird parallel dazu eine weitere Naht gemacht, immer im Abstand von 1 cm. Das ergibt dann ein richtig schönes gleichmäßiges Nahtbild. Wenn dann am Stoff unten noch, am unteren Ende noch 2 cm offen sind, dann legt man das nächste Stoffstück auf. Die Stoffe werden dann rechts auf rechts gelegt. Dann faltet man den Stoff so auseinander und zieht ihn ganz stramm und näht hier knappkantig entlang der Kante und dann wieder im Abstand von 1 cm, bis dann der nächste Stoff aufgenäht wird. Und so weiter, bis das Vlies voll ist. Wenn dann also genügend Stoffe auf dem Vlies aufgenäht sind, dann kannst du auf die linke Seite von dem Baumwollstoff die Umrisse von dem Osterei zeichnen. Dann wird dieser Stoff rechts auf rechts auf den Vlies aufgeklammert. So, ich hatte vorhin mal geschaut, bei mir reicht das jetzt schon mit den Stoffstreifen. Daher stecke ich jetzt rechts auf rechts den Baumwollstoff auf das Vlies und dann markiere ich jetzt an der einen Seite noch eine Wendeöffnung von ca. 4 cm. Dann nähst du nun auf der Linie von der ersten bis zur zweiten Nadel und die Nähte gut verriegeln, also richtig gut, weil das gleich beim Wenden schon ein bisschen sperrig ist durch das dicke Vlies. Aber bevor jetzt gewendet wird, muss man erstmal den Stoff zurückschneiden und zwar so auf ca. 0,5 cm, außer an der Wendeöffnung, da schneidet man ihn auf 1 cm zurück. Und dann ringsherum an den Rundungen, die ja so ein Ei überall hat, immer Knipse bis zur Naht machen. So im Abstand von 2 cm. Dann also durch die Wendeöffnung den Stoff auf rechts schieben. Und mit einem Hilfsmittel die Nähte schön ausstreichen und ja, so eine richtig schöne, die Eiform herausarbeiten sozusagen. Dann den Zentimeter von der Nahtzugabe von der Wendeöffnung nach innen legen und mit einer Nadel zusammenstecken. Am besten einmal bügeln und dann wird das Ganze knappkantig abgesteppt und dabei schließt du die Wendeöffnung. Der Untersetzer ist schon fertig. Jetzt kann es weitergehen mit der dritten Nähidee. Hierfür habe ich schon mal ein Schnittteil von der Geschenktasche vorbereitet. Die Geschenktasche war ja zu Weihnachten super beliebt und was zu Weihnachten geht, kann für Ostern ja nicht falsch sein. Und zwar habe ich hier wieder aufgezeichnet, auf die Stoffe, die rechts auf rechts liegen, genäht, anschließend ausgeschnitten, mit den kleinen Knipsen in den Rundungen, dann gebügelt und so ist das dann entstanden. Und da kann man jetzt natürlich einen einfachen Stoff hinternähen oder ich habe natürlich wieder Stoffreste verwandt und dafür habe ich diesmal 5 cm breite Streifen zugeschnitten und die nacheinander auf einen dünnen Baumwollstoff aufgenäht.
Und so kann man das jetzt hinter das Ei legen. Natürlich einfach so gerade, aber ich finde es diagonal auch sehr hübsch. Und so werde ich das jetzt dahinter stecken und dann knappkantig dahinter festnähen. Die Nähanleitung für die Geschenktasche verlinke ich hier oben rechts und auch in der Infobox findest du einen Link. So sieht die Tasche dann fertig aus. Das ist die Flaschentasche, da funktioniert das natürlich genauso. Da ist der Osterhase gut geeignet von der Größe her. Ja, und das sind die ganzen Sachen, die ich jetzt hier für das Ostervideo genäht habe. Ich hoffe, meine Nähideen haben dir gefallen. Ich freue mich, wenn du einen Daumen hoch da lässt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!